Hallo und herzlich willkommen bei Minischoki. Mein Name ist Rebecca und ich mache mit euch heute ein Praline mit einer feinen Fruchtkaramellfüllung drin. Für das braucht ihr als allererstes 150 Gramm Fruchtpüree. Ich habe mich jetzt für ein Exotik-Fruchtpüree entschieden. Das hat Mango, Banane, Passionsfrucht und Limette drin. Dann 90 Gramm Kristallzucker, 30 Gramm weisse Kuvertüre, 20 Gramm Butter und in einem separaten Schälchen noch 30 Gramm Butter. Dann fangen wir an. Als allererstes nehme ich hier das Fruchtpüree und gebe das hier in die Pfanne. Und dann noch Zucker. Als allererstes tue ich jetzt hier das Fruchtpüree auf kleiner Stufe einfach ein bisschen wärmen, weil das kommt später dann zum Karamell, zum geschmolzenen Zucker dazu. Und dass das nicht gerade irgendwie zu einem Klumpen zusammenzieht, tue ich das wirklich ein bisschen wärmen, dann passiert das nämlich nicht. Zusätzlich tue ich die vordere Pfanne auf Vollgas, also auf höchste Stufe. Und gebe hier meinen Zucker, nicht alles dazu, sondern wirklich zuerst nur wenig. Einfach so, dass es überall ein bisschen Zucker hat an der ganzen Oberfläche. Und den ganzen Rest tue ich da wirklich mal noch nebendran auf der Seite lassen. Hier hinten kurz durchrühren. Und da zuerst einmal warten, bis sich das schmelzen kann. Sobald es anfängt zu schmelzen, sieht man auch, dass der Zucker anfängt so wie durchsichtig zu werden. Und dann kann man wirklich noch einen Moment lang warten, bis sich das an den meisten Stellen so ein bisschen aufgelöst hat. Man darf das ein bisschen rühren, dass sich die Zuckerkristalle wirklich schön auflösen können. Und wenn es jetzt langsam anfängt gelblich zu werden und alles geschmolzen ist, dann kann man wieder ein bisschen Zucker dazu tun, aber nur wenig. Gerade wieder ein bisschen rühren. Wenn es einem zu schnell geht, dürfen wir natürlich auch jederzeit ein bisschen abstellen, von der Temperatur her. Wieder ein bisschen Zucker dazugeben, gut rühren. Und desto mehr Zucker geschmolzen ist, desto mehr Zucker kann ich auch wieder dazugeben. Am Schluss kann ich alle Zucker rein tun. Und gut mischen, bis sich das auch alles aufgelöst hat. Dann so lange weiter rühren, bis man wirklich keinen Zuckerkristall mehr hat, bis er wirklich so ein bisschen klarer wird, eine schöne hellbraune Farbe bekommt. Nachher abstellen auf mittlere Stufe und dann nachher mit den 20 Gramm Butter ablöschen, den ganzen Karamell. Das dazugeben. Schmeckt schon sehr fein. Ja, noch nicht reinlangen und probieren, ist süttig heiß. Sieht auch wunderbar aus von der Farbe, genauso muss er sein. Darf ja nicht zu dunkel werden, je dunkler das er wird, desto bitterer wird nachher auch der Karamell. Und wenn er dann zu hell macht, dann wird er einfach nur süß und hat nicht wirklich einen Karamellgeschmack. Jetzt kann ich da mein Fruchtpüree nehmen. Das ist jetzt schon schön warm geworden. Es muss nicht unbedingt kochen, sondern es sollte wirklich einfach warm werden. Und jetzt gebe ich das in kleiner Menge hier dazu. Wenn da das ganze Fruchtpüree drinnen ist, dann kann ich das wegnehmen von der Herdplatte und dann die 30 Gramm Kuvertüre dazugeben. Gut weitermischen, bis sich das schön auflöst, die ganze Kuvertüre drinnen. Und dann nachher umfüllen in ein Chromstahlschüssel. Sobald das Bier ein bisschen abgekühlt hat, kann ich jetzt noch den restlichen Teil vom Butter dazugeben. Ich habe zuerst mit diesen 20 Gramm Butter abgelöscht am Anfang und jetzt tue ich noch meine restlichen 30 Gramm dazugeben. Schön reinrühren.
bis sich auch das schön aufgelöst hat. Schmeckt schon richtig fruchtig, fein. Mango, Passion, Limette und Banane. Ich könnte natürlich auch ein anderes Fruchtpüree nehmen. Eignen würde sich zum Beispiel auch noch das Mango-Fruchtpüree oder das Passionsfrucht. Und das Erdbeer oder Himbeer würde ich jetzt eher weniger empfehlen, weil ihr müsst schon eine Frucht nehmen, die extrem einen intensiven Geschmack hat, wo man gut rausschmeckt. Und das Erdbeer ist eher weniger intensiv vom Geschmack her. Und das Himbeer würde halt euch dann nachher einfach eine schlechte Farbe geben. Also es würde so ein bisschen trüb werden, vielleicht sogar ein bisschen gräulich aussehen. Darum würde ich wirklich eher so ein bisschen gelblichere Fruchtpüree empfehlen zum Nehmen, dass ihr nachher auch einen schönen gelben Karamell bekommt. Das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank für etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde, je nachdem, wie viel Menge das ihr macht. Es sollte einfach schön kalt werden. Er wird auch noch mal ein bisschen dickflüssiger, ein bisschen cremiger und er wird von der Farbe her auch noch mal ein bisschen heller durch die Kälte. Also der geht jetzt ab in den Kühlschrank für etwa eine Stunde. So, in der Zeit, wo unser Karamell im Kühlschrank schön kalt wird, braucht ihr so eine Pralineform. Da könnt ihr einfach irgendeine schnappen. Ich habe mich jetzt so für eine Halbkuppelform entschieden, für eine Halbrunde. Dann nachher braucht ihr Haushaltspapier, weil jetzt wird es richtig kreativ. So, dann eure Pralineform da drauf. Nehmt dann nochmal ein Haushaltspapier und bevor wir jetzt anfangen, die Pralineform auszudekorieren, müsst ihr die wirklich sehr, sehr gut polieren. Am besten eben mit so einem Haushaltspapier richtig gut drin und schön polieren. Je besser dass ihr die poliert, desto schöner ist schlussendlich auch der Glanz. Und wir wollen ja ein richtig schön glänziges Praline am Schluss. Darum gebt euch da Mühe, könnt da richtig gut polieren. Ich habe jetzt da vorne in einer Schüssel schon ein bisschen warmes Wasser rein, lauwarmes Wasser. Und dann nachher die Kakao-Butterfarben. Die Kakao-Butterfarben gibt es in ganz vielen verschiedenen Farbvariationen. Ich habe jetzt mich für Weiß, Gelb, Rot und so ein Grün entschieden, dass wir wirklich so ein bisschen die sommerfruchtigen Farben auch aufnehmen und dann im Praline wiedergeben können. Die Farben, wenn ihr es kauft, kommen die wirklich schön fest. Viele meinen dann, sie seien kaputt, aber die müssen wirklich so sein, weil bei Raumtemperatur wird der Kakaobutter da rein, der wird wirklich erstarrt, der wird fest. Und nur mit lauwarmem Wasser, mit so einem Bad, könnt ihr die nachher wieder flüssig machen, dann ein bisschen durchschütteln, dass sich da die Farbpartikel schön verteilen können. Dann nachher könnt ihr euch so ein Becherchen nehmen oder auch, es geht natürlich zum Beispiel auch ein Tassli, ein kleines, und nehmt zuerst einmal ein bisschen Farbe raus. Und dann braucht ihr so kleine Pinsel, so Malpinsel. Ein bisschen vermischen. Und dann nachher könnt ihr da wirklich so ein bisschen hinten drauf klopfen. Und dann tut sich die Farbe überall schön verteilen. Ich tue es nachher mit dunkler Kuvertüre ausgießen. Deswegen sieht man jetzt das Weiss zwar schlecht, dafür gibt es nachher einen richtig schönen Kontrast zu der dunklen Kuvertüre. Dann tue ich hier ein bisschen Gel als nächstes rein. Schnappe mir einen neuen Pinsel. Und mache genau das Gleiche auch mit dem Gel. Ich habe hier extra Haushaltspapier rundherum, weil es spritzt recht. Dann muss man ein bisschen weniger putzen am Schluss. So. Und wie sich das gehört, wenn man etwas Kreatives macht mit Farbe, ich habe überall farbige Hände. Zuerst mal die Hände waschen. Nachher. Dann braucht ihr noch mal ein sauberes Haushaltspapier. So. Das andere, das bunte farbige, kommt weg. Dann nachher dreht ihr das einfach um und streicht das so da durch, dass das meiste von der Farbe schon so ein bisschen, das Gröbste von der Farbe schon weg habt. Dann nachher könnt ihr euch so einen Metallschaber schnappen und dann auch noch so ein bisschen die grösseren Sachen nochmal wegmachen.
Ganz am Schluss einfach auch noch mit einem Haushaltspapier nochmal oben durchgehen, dass es wirklich wieder schön sauber ist, dass man nicht noch irgendwie Farbreste hat. Das geht jetzt ganz einfach, weil die ist so ein bisschen wie angeschmolzen, die Farbe noch. Die ist also noch nicht pickelhart. So, als nächstes brauchen wir Gouvertüre. Ich könnte da natürlich nehmen, was ihr wollt. Ich habe mich jetzt für die dunkle Gouvertüre entschieden. Ich muss jetzt die noch zuerst temperieren. Ich tue sie mit der Tabliermethode temperieren. Für alle die noch Mühe haben oder noch nicht viel wissen über das Temperieren, wir haben auch Temperierkurs, da kann man alles lernen, wie das geht. So, wenn eure Schoki fertig temperiert ist, dann nachher könnt ihr eure Pralinenform schnappen. Die sollte jetzt mit der Zeit jetzt schon fest geworden sein, also Kakaobutter. Als Test könnt ihr auch schnell reinlangen. Es sollte nicht mehr am Finger kleben, nichts mehr. Dann nachher schnappen wir so einen Pinsel, am besten so einen Silikonpinsel, und gehen hier in die Schoki rein, ein bisschen mischen. Und dann nachher gibt es einfach eine dünne Schicht in jedes Praline rein. Es muss nicht mega viel Schoki haben, es braucht einfach überall ein bisschen. Das ist wirklich für die allererste Schokischicht und vor allem auch, dass man keine Luftblätter am Schluss drin hat. Dann, wenn ihr überall Gouvertüre habt, unbedingt schnell drehen und von hinten her schauen, ob es auch wirklich überall Gouvertüre hat, keine Luftlöcher mehr hat. Falls ihr noch irgendein Luftloch entdeckt, könnt ihr von unten her das rauskorrigieren, solange noch die Schoki flüssig ist. Dann nachher die restliche Schoki, die wir hier oben drauf haben, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Da könnt ihr so mit so einem Metallhorn die wegnehmen. Dann nachher mit Hilfe von so einer Schöpfkelle nachher die ganze Form füllen mit Schoki. Dann ein bisschen klopfen und komplett jetzt alles wieder stürzen, zurück in den Topf. Darum ist es wichtig, dass ihr eine relativ grosse Schüssel nehmt. Ihr könnt aber auch ein Backblech nehmen, um die Schoki auffangen unten dran. Komplett drehen und gut klopfen. Dann nachher wieder den Metallschaber nehmen und unten durchfahren. Drehen und jetzt auch von oben her nochmal ein bisschen durch, damit es nachher eine schön gleichmäßige dünne Schicht gegeben hat. Und das kommt jetzt für 5 Minuten schnell in den Kühlschrank. Nach etwa 5 Minuten könnt ihr nachher eure Pralinenform aus dem Kühlschrank nehmen. Die sollte jetzt schön fest geworden sein, schon bereits. Dann nachher den Karamell, den wir im Schüssel hatten, den könnt ihr auch rausnehmen. Der ist jetzt schön schon cremig geworden, sollte nicht mehr heiß sein und schon so ein bisschen dickflüssig. Den fülle ich jetzt hier ab. Und jetzt kann ich anfangen, das Ganze hier in die Form abfüllen. Als allererstes hier unten ein bisschen abschneiden, nicht ein zu grosses Loch machen. Und dann nachher schön abfüllen. Nicht zu weit tun. Wenn ihr das habt, ein bisschen klopfen. Und ein bisschen hin und her schütteln. Damit sich der Karamell auch wirklich schön ein bisschen verteilen kann. Dann lässt man den am besten etwa für 6 Stunden so stehen. Wenn man jetzt die Zeit nicht hat, dann kann man es auch für etwa 10 Minuten in den Kühlschrank tun und dann nachher zumachen mit temperierter Gouvertüre. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, lasst das möglichst lange bei Raumtemperatur stehen. Durch das tut oben durch beim Karamell verhautet es wie ein bisschen. Und dann ist es natürlich euch viel, viel einfacher, um nachher eine schöne, glatte Oberfläche anzukriegen, einen schönen Boden. Als nächstes brauchen wir wieder temperierte Gouvertüre. Ich habe mir die jetzt schon bereits in den Spritzsack hineingetan. Einfach da vorne ein bisschen abschneiden. Und dann nachher hier über den Karamell abfüllen. Dann nachher ein bisschen klopfen.
Und dann mit einem Metallhorn das Ganze, das Überrestliche da wieder zurück in eine Schüssel. Hier am Rand auch entlang noch schnell ein bisschen sauber machen und putzen. Ein bisschen klopfen. Ihr seht, also, wenn man jetzt da drauf schaut, es hat oben durch, sieht man nie mehr irgendwie Karamell vorkommen. Das ist wirklich extrem wichtig, weil wir wollen ja wirklich, dass es unten durch verschlossen ist, dass wenn wir das später ausformen, nicht, dass uns der Karamell nachher noch rausläuft. Darum, wenn ihr den Karamell einfüllt in die Pralineform, achtet euch darauf, dass ihr nicht zu hoch den Karamell füllt, sondern dass ihr wirklich dort sicher 2 bis 3 mm Platz lasst, für dann nachher eben den Schokideckel, der dann noch kommt. Jetzt kommt das Ganze noch mal etwa für 20 Minuten in den Kühlschrank und dann nachher könnt ihr es ausformen. So, nach etwa 20 Minuten könnt ihr eure Pralineform aus dem Kühlschrank nehmen. Die sollte jetzt genug durchgekühlt sein, dass man sie ausformen kann. Dann drückt ihr einfach auf einer Ecke und der andere Gegenecke mit einem Daumen so nach oben drücken und mit dem anderen so ein bisschen nach unten ziehen. Auf der anderen Seite genau das gleiche machen. Man sagt dem ein bisschen wippen, das heisst, ein bisschen lösen an den allerletzten Teil der Form. Dann nachher so anstellen und dann mit einer richtig grossen Geschwindigkeit das nachher nach oben auf den Tisch klopfen. Ja, sind fast alle rausgekommen. Die letzten paar die nochmal ein bisschen wippen. Und dann probieren wir es da nochmal. Am besten schlagen wir das auch hier auf eine Kante anschlagen. Sie kommen schon. Ihr seht, ich habe jetzt auch noch ein paar Weisse gemacht. Ich finde, auch bei denen sieht es mega cool aus mit dem Muster. Das Muster ist eben sehr einfach umsetzbar. Man hat das schnell gemacht. Da habe ich noch 2 Beispiele. Mal mit dem Schwarzen und als Kontrast mit Weiß. Der Fruchtkaramell, der drinnen ist, der ist auch sehr lang haltbar. Also den kann man problemlos 1 Monat lang bei Raumtemperatur aufbewahren, so als geschlossenes Praline. Wenn jetzt unten durch der Karamell auslaufen würde, dann müsste man es natürlich ein bisschen schneller essen, dann nicht länger als eine Woche. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch ein Like, folgt uns und vielleicht macht ihr das zu Hause auch mal nach. Dann würde es uns freuen, wenn wir auch Bilder und so von euren Werken und von euren Kreationen sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.